Fühlen Sie sich manchmal, als würden Sie gegen die Zeit rennen, gejagt von einem unsichtbaren Taktgeber, der Ihnen sagt, Sie müssten schneller sein, mehr erreichen und erleuchteter werden? Viele von uns kennen dieses Gefühl der latenten Panik, wenn der Fortschritt stagniert oder sich die gewünschten Ergebnisse nicht in unserem selbst auferlegten Zeitrahmen manifestieren. Es ist ein tief sitzender Schmerz, eine innere Unruhe, die uns flüstert: Du bist nicht gut genug, du bist zu langsam. Wir leben in einer Welt, die uns unablässig einimpft, dass sofortige Befriedigung der Gipfel des Glücks sei und dass jede Verzögerung ein persönliches Versagen darstellt. Doch was, wenn diese ständige Hast, diese unerbittliche Selbstoptimierung paradoxerweise genau das sabotiert, was wir am sehnlichsten wünschen: tiefe, anhaltende innere Ruhe und ein Gefühl von Fülle? Was, wenn Ihre Ungeduld nicht Ihr Feind ist, sondern ein Signal, ein verborgener Schatz, der auf Entdeckung wartet? Der moderne, spirituelle Sucher, oft intellektuell neugierig und gleichzeitig von Burnout oder Angst geplagt, sucht nach mehr als nur oberflächlichen Glücksversprechen. Sie verlangen nach einer Validierung ihrer komplexen emotionalen Landschaft, nach Werkzeugen, die auf einer soliden Basis von Evidenz stehen, nicht auf leeren Phrasen. Heute bauen wir eine Brücke zwischen der tiefgründigen Weisheit des Buddhismus, einer Tradition, die seit Jahrtausenden die menschliche Psyche erforscht, und den bahnbrechenden Erkenntnissen der modernen Neurowissenschaft, positiven Psychologie und sogar der Quantenphysik. Wir werden gemeinsam 8 zeitlose Lehren aus der buddhistischen Weisheit erkunden, die uns helfen, die vermeintliche Wartezeit neu zu definieren und zu verstehen, dass alles zur rechten Zeit kommt, kein passives Mantra ist, sondern eine Aufforderung zu einem tieferen Verständnis des Lebensflusses und unserer Rolle darin. Lassen Sie uns die Schichten der Ungeduld abtragen und entdecken, wie die Wissenschaft die zeitlose Wahrheit dieser alten Weisheit bestätigt und wie Sie diese in Ihrem täglichen Leben verankern können, um eine tiefere Klarheit und Resilienz zu kultivieren. Bereit für eine Reise, die Ihre Beziehung zur Zeit und zu sich selbst transformieren könnte? Die moderne Welt ist ein Echo der Beschleunigung. Wir messen unseren Wert oft daran, wie viel wir in kürzester Zeit erreichen können. Die Furcht, zurückzufallen, treibt uns an, zu planen, zu pushen und zu kontrollieren, bis zur Erschöpfung. Der Wunsch nach sofortiger Manifestation von Zielen, sei es finanzieller Erfolg, persönliche Entwicklung oder spirituelle Erleuchtung, hat eine Kultur der Ungeduld geschaffen. Wir geraten in die Dopaminfalle, schnelle Belohnungen, die nur kurz befriedigen und uns dann hungriger und ängstlicher zurücklassen. Diese ständige Jagd nach dem Nächsten erzeugt ein tiefes Gefühl des mentalen Rauschens, das uns selbst dann nicht zur Ruhe kommen lässt, wenn wir uns bewusst eine Auszeit nehmen. Es ist ein Zustand, in dem die Gedanken permanent um das kreisen, was noch kommen muss oder hätte sein sollen, und uns so die Präsenz im Hier und Jetzt raubt. Die buddhistische Weisheit begegnet diesem modernen Drang mit der grundlegenden Lehre der Anicca, der Vergänglichkeit. Nichts ist dauerhaft. Alles verändert sich unablässig. Dies ist keine philosophische Spekulation, sondern eine radikale Beobachtung der Realität. Gekoppelt mit der Lehre von Upekkha, dem Gleichmut, lehrt uns der Buddhismus, dass unser Leiden nicht aus dem Wandel selbst entsteht, sondern aus unserem Widerstand dagegen und unserem Festhalten an festen Vorstellungen,
insbesondere an starren Zeitplänen. Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer, tief beeinflusst vom Buddhismus, erkannte dies als die Wurzel unseres Leidens, unser endloses Wollen, unser Trieb, der niemals ganz befriedigt werden kann, weil das Objekt der Begierde selbst vergänglich ist oder die Befriedigung nur vorübergehend währt. Das Festhalten an der richtigen Zeit als einen festen, externen Punkt ist eine Illusion, die nur zu Frustration führt. Die Neurowissenschaft liefert erstaunliche Einblicke in diesen Mechanismus. Unser Gehirn, insbesondere das frontale Kortex, ist brillant im Planen und Antizipieren. Doch wenn diese Fähigkeit außer Kontrolle gerät, aktiviert sie das Default Mode Network, DMN, ein Netzwerk, das für Gedanken über die Vergangenheit und Zukunft zuständig ist. Richard Davidson, ein Pionier der Déformation, kontemplativen Neurowissenschaft, hat gezeigt, dass regelmäßige Meditationspraxis die Aktivität im DMN reduzieren und gleichzeitig die Konnektivität in Regionen erhöhen kann, die für Aufmerksamkeit und emotionale Regulation wichtig sind. Dies bedeutet, dass wir lernen können, den Gedankenstrom zu beobachten, anstatt von ihm mitgerissen zu werden. Die sogenannte Schattenarbeit in der Psychologie, das bewusste Integrieren unserer verdrängten Anteile, kann hier eine wichtige Brücke sein. Sie lehrt uns, die Unruhe, die aus der Ungeduld entsteht, nicht als Makel zu sehen, sondern als einen Teil unseres Selbst, der nach Verständnis und Akzeptanz sucht. Diese neurobiologische Basis erklärt, warum das erzwungene Schweigen im Kopf scheitert. Unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, nichts zu denken, sondern die Qualität unserer Gedanken zu verändern. Die entscheidende Wende in der Wahrnehmung ist zu erkennen, dass die richtige Zeit kein externer Zielpfosten ist, den wir erreichen müssen, sondern ein dynamischer Prozess, der sich im Einklang mit unserer inneren Haltung und der äußeren Realität entfaltet. Unsere Angst vor dem Timing sabotiert oft genau den organischen Prozess, der notwendig ist. Wenn wir lernen, uns der Vergänglichkeit hinzugeben und den Gleichmut zu kultivieren, lösen wir uns von der Tyrannei des Dringenden und öffnen uns für eine tiefere, natürlichere Chronologie. Die moderne Suche nach Selbstoptimierung führt uns oft in einen Teufelskreis aus Analyse und Grübeln. Wir wollen unsere Emotionen beherrschen, unsere Gedanken kontrollieren und glauben, dass dies der Weg zur inneren Ruhe sei. Doch viele erfahren, dass der Versuch, mentale Zustände zu erzwingen, sei es positives Denken oder Leere im Kopf, paradoxerweise zu noch mehr Angst und dem Gefühl führt, als spiritueller Hochstapler zu versagen. Wir verbringen unzählige Stunden damit, Zukunftsgespräche zu proben oder Vergangenes zu zerlegen, ohne wirklich im gegenwärtigen Moment anzukommen. Der Wunsch nach Kontrolle, geboren aus der Angst vor dem Unbekannten, raubt uns die Energie und die Lebensfreude. Selbst der Mönchsmodus, eine Produktivitätsmethode zur Reduzierung von Ablenkungen, kann missverstanden werden, wenn er nur als externe Disziplin, nicht aber als eine tiefe innere Ausrichtung verstanden wird, die uns zur wahren Präsenz führt. Die buddhistische Lehre der Sati, der Achtsamkeit, ist die radikale Antwort auf dieses Dilemma. Achtsamkeit bedeutet, mit offener, nicht wertender Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment zu verweilen. Es ist nicht das Lehren des Geistes, sondern das bewusste Beobachten dessen, was ist, ohne zu urteilen oder festzuhalten. Gekoppelt mit Tathata, dem Konzept des
So-Seins oder der Akzeptanz der Dinge, wie sie sind, lehrt uns der Buddhismus, dass der gegenwärtige Moment der einzige Ort ist, an dem wahre Macht und Veränderung möglich sind. Akzeptanz ist nicht Resignation, sondern die Grundlage für weises Handeln. Diese alten Weisheiten erinnern uns daran, dass wir nicht gegen unsere Gedanken kämpfen müssen. Wir können sie als Wolken am Himmel beobachten, die kommen und gehen, ohne uns von ihnen mitreißen zu lassen. Die moderne Neurowissenschaft bestätigt die transformative Kraft der Achtsamkeit. Das Gehirn ist neuroplastisch, das heißt, es kann sich durch Erfahrung und gezielte Praxis verändern und neu verdrahten. Studien haben gezeigt, dass regelmäßige Achtsamkeitsmeditation die Struktur und Funktion des Gehirns positiv beeinflusst. Besonders der präfrontale Kortex, der für Aufmerksamkeit und Entscheidungsfindung zuständig ist, und die Amygdala, das Angstzentrum, zeigen signifikante Veränderungen. Tanja Singer, eine führende Neuropsychologin aus Deutschland, hat in ihrer Forschung zur Mitgefühlstraining gezeigt, wie solche Praktiken unsere Fähigkeit zur Empathie und emotionalen Regulation stärken. Die Idee des Zustandes aus der Quantenphysik, dass die Beobachtung eines Teilchens seinen Zustand beeinflusst, findet eine faszinierende Analogie in unserem mentalen Erleben. Unsere bewusste Beobachtung unserer inneren Zustände kann diese Zustände tatsächlich transformieren. Wenn wir unsere Gedanken und Emotionen nicht als feste Realitäten, sondern als flüchtige Energiezustände betrachten, die wir mit unserer Aufmerksamkeit beeinflussen können, eröffnet sich ein Raum der Freiheit. Die entscheidende Wende in der Wahrnehmung ist zu verstehen, dass wahrer Mönchsmodus weniger eine äußere Reduktion von Ablenkungen ist, als vielmehr eine innere Kultivierung von Präsenz. Es geht nicht darum, untätig auf die Zukunft zu warten, sondern sich voll und ganz auf das Hier und Jetzt einzulassen, damit die Zukunft aus diesem gegenwärtigen Moment organisch entstehen kann, anstatt sie hektisch zu jagen. Unsere innere Klarheit und Fokussierung sind die Frequenz, auf der wir unsere äußere Realität beeinflussen. Das alles kommt zur rechten Zeit bedeutet nicht, dass wir passiv sein sollen, sondern dass die richtige Zeit im gegenwärtigen Moment verankert ist, in unserer Fähigkeit, ihn voll und ganz zu leben. Im Streben nach einem erfüllten Leben spüren viele den Druck, ständig manifestieren zu müssen, um ihre Ziele zu erreichen. Diese Vorstellung, die oft in der modernen Selbsthilfe verbreitet wird, kann leicht zu spirituellem Umgehen führen, wo unerwünschte Realitäten ignoriert und positive Ergebnisse zwanghaft herbeigeredet werden. Gleichzeitig entsteht oft ein tief sitzendes Schuldgefühl, wenn der Fortschritt nicht den Erwartungen entspricht, die schmerzliche Frage: Warum reagiere ich immer noch so, obwohl ich doch weiß, was zu tun ist? Dieses innere Rätsel, warum Wissen allein nicht zur Veränderung führt, ist eine universelle menschliche Erfahrung, die uns an unsere Grenzen bringt und uns manchmal das Gefühl gibt, unsere eigene geistige Entwicklung zu sabotieren. Wir fühlen uns als Versager auf der spirituellen Reise, wenn wir nicht schnell genug erleuchtet werden. Die buddhistische Weisheit bietet hier eine nuancierte Perspektive mit der Lehre von Virya, der weisen Anstrengung, und Patitikasamuppada, der interdependenten Entstehung. Virya lehrt uns, dass Anstrengung essentiell ist, aber sie muss weise sein, frei von Anhaftung an das Ergebnis. Es ist ein engagiertes Tun, das aus dem gegenwärtigen Moment entspringt, nicht aus einem krampfhaften Klammern
an eine bestimmte Zukunft. Die interdependente Entstehung verdeutlicht, dass alles in Beziehung zueinander entsteht. Das Universum ist ein komplexes Geflecht von Ursachen und Bedingungen, und unsere Handlungen sind Teil dieses größeren Netzes. Wir können nicht einen Faden gewaltsam herausziehen, ohne das ganze Gewebe zu beeinflussen. Dies ist kein Fatalismus, sondern eine tiefgreifende ökologische Weisheit. Alles ist miteinander verbunden und wahre Veränderung entfaltet sich in diesem Zusammenspiel, nicht in isolierten Akten des Willens. Die Wissenschaft liefert hierfür überzeugende Erklärungen. Die Quantenphysik, insbesondere durch Werner Heisenberg, hat die Interdependenz und das Phänomen der Emergenz in komplexen Systemen beleuchtet. Nichts existiert isoliert. Unsere Absichten und Handlungen sind nicht nur individuelle Impulse, sondern wirken in einem Feld von Beziehungen. Die positive Psychologie mit Forschern wie Judith Mangelsdorff und Paul Baltes an deutschen Universitäten untersucht die Mechanismen von Zielsetzung und Selbstwirksamkeit. Sie zeigt, dass nachhaltige Motivation und tatsächliche Ergebnisse nicht aus kurzfristiger Belohnungssuche, sondern aus einem tiefen Gefühl von Sinnhaftigkeit, Ikigai, entstehen. Ikigai, eine japanische Philosophie, die das harmonische Zusammenspiel dessen beschreibt, was man liebt, was die Welt braucht, worin man gut ist und wofür man bezahlt werden kann, steht im Einklang mit der weisen Anstrengung. Es ist die Klarheit der Absicht und der Fokus auf den Prozess, der unsere innere Frequenz, unseren Zustand des Seins so verändert, dass die äußeren Umstände sich angleichen können. Die entscheidende Wende in der Wahrnehmung ist zu erkennen, dass die richtige Zeit aus der Ausrichtung unserer weisen Anstrengung mit dem natürlichen Fluss der Interdependenz entsteht, anstatt zu versuchen, die Realität unserem ungeduldigen Willen zu beugen. Es geht darum, den inneren Zustand zu kultivieren, der das gewünschte Ergebnis einlädt, anstatt es gewaltsam einzufordern. Der Glaube, dass Wissen allein nicht ausreicht, um zu handeln, wird durch die Erkenntnis gelöst, dass es die Verkörperung des Wissens durch bewusste Praxis und geduldige Anstrengung ist, die neuronale Bahnen neu formt und somit eine tiefgreifende, nachhaltige Transformation ermöglicht. Wir haben gemeinsam eine Reise unternommen, die uns von der modernen Hektik und der Falle der Ungeduld zu den tiefen Quellen buddhistischer Weisheit geführt hat, untermauert durch die Präzision der Wissenschaft. Beruhige dich, alles kommt zur rechten Zeit ist weit mehr als eine bequeme Phrase. Es ist eine Einladung, unsere Beziehung zur Zeit zum Handeln und zum Loslassen grundlegend neu zu gestalten. Wir haben gesehen, wie die Vergänglichkeit Anicca und der Gleichmut Upekkha uns lehren, starre Erwartungen an Zeitpläne loszulassen und wie die Neurowissenschaft die Mechanismen des Default Mode Networks aufzeigt, die uns in endlose Gedankenschleifen verstricken. Wir haben die Kraft der Achtsamkeit, Sati, und der Akzeptanz, Tathata, entdeckt, die uns im einzigen wirklichen Moment, dem Jetzt, verankern, eine Fähigkeit, die durch die Neuroplastizität unseres Gehirns wissenschaftlich belegt ist. Und wir haben verstanden, dass weise Anstrengung, Virya, in Harmonie mit der Interdependenz, Paticca Samuppada, agiert. Ein Konzept, das die Quantenphysik und die positive Psychologie auf ihre Weise beschreiben. Der Schlüssel liegt nicht im passiven Warten, sondern in der bewussten Kultivierung eines inneren Zustands der Präsenz und des Vertrauens.
Es ist ein Akt der Selbstregulation und der tiefen Selbsterkenntnis, der uns ermöglicht, mit dem Leben zu fließen, anstatt gegen es anzukämpfen. Die Anstrengungen und die damit verbundenen Frustrationen, die wir auf diesem Weg erleben, sind keine Zeichen des Versagens, sondern essentielle Phasen des Lernens und des Wachstums. Sie sind die Reibung, die notwendig ist, um die alten Muster zu polieren und neue Einsichten freizulegen. So wie ein Gelehrter wie Dieterich Tiedemann die stoische Gelassenheit analysierte, so verstehen wir auch die buddhistische Ruhe als eine aktive, kultivierte Haltung. Die Brücke zwischen alten Lehren und moderner Wissenschaft ist gebaut aus der gemeinsamen Erkenntnis, dass die inneren Zustände unseres Geistes die primären Treiber unserer Erfahrung sind. Die Metapher des Universums, das mit uns dialogiert, ist in der Physik als Verschränkung von Teilchen bekannt, die über Distanzen hinweg miteinander kommunizieren. Auf einer zutiefst persönlichen Ebene spiegelt dies wider, wie unsere innere Welt, unsere Gedanken, Emotionen, Absichten untrennbar mit der äußeren Realität verknüpft ist. Es ist kein Zufall, keine Magie, sondern die tiefe Wahrheit, dass unser Bewusstsein und das Universum in einem konstanten, dynamischen Tanz stehen. Unsere Frequenz ist nicht esoterisch. Es ist die Summe unserer inneren Verfassung, unserer Klarheit und unserer weisen Anstrengung, die die Möglichkeiten in unserem Leben einlädt oder abweist. Diese Reise des Verstehens ist keine schnelle Lösung, sondern ein fortwährender Prozess der Entdeckung. Das Gefühl der Ungeduld, die Angst, etwas zu verpassen, oder die Frustration, wenn die Dinge nicht nach Plan laufen, werden nicht über Nacht verschwinden. Aber mit den Werkzeugen, die wir heute besprochen haben, den Lehren der Vergänglichkeit, des Gleichmuts, der Achtsamkeit, der Akzeptanz, der weisen Anstrengung und der Interdependenz, können Sie Ihre Beziehung zu diesen inneren Herausforderungen transformieren. Jedes Mal, wenn Sie sich im Strudel der Ungeduld wiederfinden, haben Sie nun die Möglichkeit, innezuhalten, die wissenschaftlichen Mechanismen dahinter zu erkennen und sich bewusst für eine andere Reaktion zu entscheiden. Integrieren Sie diese Erkenntnisse in Ihren Alltag. Beginnen Sie mit Mikropraktiken, 1 Minute bewussten Atmens, wenn die Ungeduld aufkommt. Schreiben Sie in einem Journal über Ihre Erwartungen an die Zeit und wie Sie sich fühlen, wenn diese nicht erfüllt werden. Das ist Ihre persönliche Schattenarbeit, die Licht in unbewusste Muster bringt. Fragen Sie sich: Was würde sich ändern, wenn ich meiner Ungeduld mit Neugier statt mit Widerstand begegne? Oder wo in meinem Leben versuche ich, einen Fluss zu erzwingen, anstatt ihm zu vertrauen? Diese philosophischen Erkundungen, die von Denkern wie Hegel bis Sloterdijk in Deutschland immer wieder aufgegriffen wurden, sind nicht nur intellektuell reizvoll, sondern tief persönlich und transformativ. Die Kultivierung von Resilienz bedeutet nicht, nie wieder ins Straucheln zu geraten, sondern die Fähigkeit zu entwickeln, sich von Widrigkeiten zu erholen und sogar an ihnen zu wachsen. Es ist die innere Stärke, dem Leben in seiner ganzen Komplexität zu begegnen, inklusive der Unsicherheit des Timings. Das Versprechen ist nicht ein Ende des Leidens, sondern eine tiefere Kapazität für Freude, für Authentizität und für das Erleben von echtem Contentment. Möge diese Brücke zwischen den Welten Sie inspirieren, Ihre eigene innere Uhr zu hören und zu erkennen, dass in jedem Moment, den Sie mit Präsenz und weiser Anstrengung begegnen, die richtige Zeit bereits angebrochen ist. Wenn Sie bereit sind, der Tyrannei der Uhr zu entkommen
und eine tiefere Verbindung zu Ihrem inneren Timing aufzubauen, dann lade ich Sie ein, diesen Weg mit uns zu beschreiten. Teilen Sie Ihre Erfahrungen. Lassen Sie uns eine Gemeinschaft von Entdeckern sein, die Wert auf Tiefe und wissenschaftliche Fundierung legen. Wenn Sie der Weisheit vertrauen, dass alles zur rechten Zeit kommt und bereit sind, Ihre innere Uhr neu zu kalibrieren, kommentieren Sie mit: Meine innere Uhr ist präzise, ich vertraue dem Fluss. Drücken Sie Gefällt mir für dieses Video, teilen Sie es mit jemandem, der sich von diesem Thema angesprochen fühlen könnte, und abonnieren Sie unseren Kanal, um das Signal dieser Brücke zwischen Weisheit und Wissenschaft weiter zu verstärken. Gemeinsam können wir eine Kultur der bewussten Präsenz und der authentischen Resilienz aufbauen.